Im dritten und vierten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie bei Ihrer Entscheidung letztlich Ihre relevanten Ziele identifizieren können. Hier sehen Sie anhand unseres fortlaufenden Beispiels ganz konkret, welche Ziele für Peter am Ende zählen. In der Tabelle sind diese Ziele in den Spaltenköpfen dargestellt. Im fünften Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie sicherstellen können, dass Sie aus einer Menge möglichst guter, attraktiver Handlungsoptionen auswählen können und nicht möglicherweise interessante Handlungsoptionen schlichtweg nicht erkennen. Die Handlungsoptionen finden Sie jetzt hier in den Zeilenköpfen dargestellt. Es fehlen noch Informationen über die Konsequenzen oder die Folgen, inwieweit die einzelnen Handlungsoptionen zur Zielerreichung beitragen. Also der Inhalt dieser Tabelle. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Messgrößen für Ihre Ziele entwickeln und diese Konsequenzen abschätzen können. Mit anderen Worten, wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Tabelle gerade mit Leben füllen können. Wir empfehlen 4 Schritte. Schritt 1. Versetzen Sie sich mental in die Zukunft. Dieser Schritt klingt nicht so wichtig und wird häufig vernachlässigt. In der Folge werden schlechte Entscheidungen getroffen. Wenn Sie das im Detail interessiert, dann googeln Sie doch mal eskalierendes Commitment oder Too Much Invested to Quit Syndrome und vieles weitere. Für uns hier reicht Folgendes. Machen Sie sich also klar, dass es jetzt darum geht, was Sie in der Zukunft erwartet. Schritt 2. Erarbeiten Sie eine formlose kurze Beschreibung der Konsequenzen jeder Handlungsoption in jedem Ziel. Hier sehen Sie ein paar solcher Beschreibungen bei unserem fortlaufenden Beispiel von Peter. Peters Jobwahl. Aber Freude bei der Arbeit bei der Abteilungsstelle beim mittelständischen Unternehmen in der Eifel. Es ist halt ein normaler Job. Spannende Herausforderungen sind nicht zu erwarten. Das könnte Peter sagen. Schauen wir Freude bei der Arbeit bei einem Startup. In einem Startup gibt es eine sehr hohe intrinsische Motivation, an etwas zu arbeiten, was mir gehört und was hoffentlich wächst. Das macht echt Spaß. Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bei der Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Möglichkeit zur Promotion. Mit einem Doktortitel stehen einem die Türen offen, weit offen, sowohl für eine wissenschaftliche Karriere als auch für das Top-Management. Das könnte Peter gesagt haben. Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung beim mittelständischen Unternehmen. Es gibt da kaum Möglichkeiten, Karriere zu machen. Letztes Beispiel, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bei der großen, renommierten Unternehmensberatung. Da lerne ich sehr viel. Darüber hinaus hat die Beratung einen exzellenten Ruf und viele gehen genau dorthin, um so einen richtigen Karriereschub zu bekommen. Die Beschreibung der Konsequenzen kann ganz unterschiedlich ausfallen. Einige sind so sehr prägnant und schreiben nur 4, 5 Wörter, wissen aber ganz genau, was diese bedeuten. Andere sind da so ausführlicher und schreiben so 1, 2 Sätze. Finden Sie für sich heraus, was für Sie am besten ist. Ihre Beschreibung ist gelungen, wenn sie den Kern dessen, die Essenz dessen enthält, was Sie erwarten. Sie können es ja gleich mal versuchen. Erarbeiten Sie eine kurze, formlose Beschreibung der Konsequenzen jeder Handlungsoption in jedem Ziel. Sie sehen, das Stoppmännchen ist wieder kurz da. Während Sie die Konsequenzen Ihrer Handlungsoptionen gerade beschrieben haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ein oder mehrere Handlungsoptionen deutlich unterlegen sind. Diese können Sie jetzt einfach guten Gewissens vernachlässigen und dadurch die Komplexität Ihrer Entscheidung reduzieren. Im 7. Video gehen wir dann nochmal genauer auf diesen Aspekt ein, wie man das formal auch begründen kann. Hier reicht es. Kommen wir zu Schritt 4. Überführen Sie die verbalen Beschreibungen in konkrete Werte der Ziele, sogenannte Zielausprägung. Um die Konsequenzen einer einzelnen Handlungsoption abzuschätzen, benötigen Sie eine Messskala für jedes der Ziele. Besonders geeignet sind sogenannte natürliche Messskalen. Die Temperatur kann hervorragend in Grad Celsius, das Gewicht in Kilogramm, Fläche in Quadratmeter oder der Energieverbrauch in Watt gemessen werden. Einkommen maximieren könnte dann einfach in Euro gewissen. Das ist zwar streng genommen keine natürliche Messskala, hat aber ähnliche Eigenschaften und ist daher auch heute vielfach im Einsatz.
Wichtig ist, dass Sie bei jedem Ziel auch eine sogenannte Bandbreite zwischen der schlechtesten und der besten Ausprägung mit angeben können. Also zwischen 0 und 250.000. Warum das wichtig ist, das zeigen wir Ihnen im Detail im 7. Video. Im fortlaufenden Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, liegt das Einkommen zwischen 0 und 250.000 Euro. Die anderen Ausprägungen sehen Sie dann. Bei vielen anderen Zielen fällt es nicht so leicht, eine numerische Messung vorzunehmen. Und zwar immer genau dann, wenn es um qualitative Aspekte geht. So gibt es zum Beispiel keine naheliegende numerische Skala, mit der man die Freude bei der Arbeit, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung oder die Attraktivität der Wohnsituation messen könnte. Bei einer solchen schlechten Messbarkeit müssen Entscheidende eigene Skalen konstruieren, in denen sie verbal einige mögliche Ausprägungen in Kategorien beschreiben und sie später dann jeder Handlungsoption eine Kategorie zuordnen. Man kann das theoretisch sehr aufwendig gestalten. Im einfachsten Fall sind es aber einige wenige klare Beschreibungen. Für das Ziel Freude an der Arbeit eignen sich zum Beispiel Beschreibungen keine, wenig, mittel, viel und sehr viel. Eine andere, noch einfachere Lösung besteht in der Vergabe von Schulnoten. Schulnoten haben den Vorteil, dass sie jeder gut nachvollziehen kann und verstehen kann. Allerdings ist es auch hierbei manchmal sinnvoll, zumindest bei extremen Noten, ein bisschen genauer zu spezifizieren, was konkret damit gemeint ist. Wie bei so vielen Dingen beim Treffen von Entscheidungen gibt es häufig nicht die eine richtige Messskala. Aber mit ein bisschen Übung sind Sie dazu in der Lage, relativ zügig geeignete Messskalen zu finden. Eine Gelegenheit zum Üben finden Sie hier. Finden Sie für jedes in Ihrer Entscheidungssituation relevante Fundamentalziel eine geeignete Messskala. Jetzt müssen Sie die verbal beschriebenen Konsequenzen der Handlungsoption für jedes Ziel mit Hilfe der Messzahlen quantifizieren. Das klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es tatsächlich ist. Nehmen wir mal das Ziel Einkommen maximieren. Sie müssen herausfinden, wie hoch das Einkommen bei den verschiedenen Jobs sein könnte. Das kann man recherchieren oder nachfragen. Die resultierende Tabelle hier ist die Basis für Ihre Entscheidung. Wie viel Aufwand und Zeit sollten Sie für diesen Schritt aufwenden? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn eine Schätzung stark fehlerbehaftet ist, dann wählen Sie möglicherweise nachher nicht die beste Handlungsoption aus. Allerdings, Pseudogenauigkeit hilft Ihnen auch nicht weiter. Beispielsweise, wenn das Einkommen genau 9.876 DM und 50 Pfennige pro Monat beträgt. Unser Ratschlag ist, machen Sie robuste Schätzungen, mit denen Sie sich wohlfühlen. Wenn am Ende zwei Handlungsoptionen so ganz eng beieinander liegen, können Sie immer noch Ihre Schätzung verfeinern. Versuchen Sie es doch mal für Ihre Entscheidung. Überführen Sie Ihre im ersten Schritt erstellten Beschreibungen, die Sie gerade gemacht haben, in Wirkprognosen mit Hilfe der Messskalen. Das ist gar nicht so einfach beim ersten Mal, aber auch darin werden Sie schnell Übung erlangen. Manchmal ist es dennoch schwierig, genau einen konkreten Wert festzulegen. Es liegt Unsicherheit darüber vor, welche Konsequenz eine Handlungsoption hat. Wird Ihre Gartenparty ein Erfolg? Ja, das kommt darauf an. Dieser Satzbeginn ist bei sehr vielen Fragen hilfreich, nicht nur in mündlichen Prüfungen. Aber worauf kommt es denn jetzt eigentlich an? Mit anderen Worten, was sind die oder der Unsicherheitsfaktor? Zum Beispiel das Wetter. Wenn die Sonne scheint, sind alle glücklich. Aber wenn es regnet, dann sind alle glücklich? Natürlich nicht. Ich habe nur auf Pixabay kein geeignetes, verregnetes Gartenfestfoto gefunden. Wie viel verdient man denn als Unternehmerin oder Unternehmer in einem Start-up? So traurig es ist, viele verdienen gar nicht. Einige verdienen ganz gut und einige wenige verdienen sehr gut. Und das hängt davon ab, ob das Start-up erfolgreich ist. Einen Durchschnittswert hier anzugeben, ist nicht wirklich sinnvoll. Der Erfolg des Startups ist jetzt hier der Unsicherheitsfaktor, den wir betrachten müssen. Davon hängt ab, wie hoch Ihr Einkommen ausfällt. Lassen Sie uns 3 Umweltzustände unterscheiden. Startup ist ein
Misserfolg, Startup hat einen mäßigen Erfolg oder Chaka ist der große Erfolg oder ein mittelgroßer Erfolg. Dann müssen Sie abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass die unterschiedlichen Umweltzustände eintreten. Beispielsweise 66% Misserfolg, 22% mäßiger Erfolg und 12% mittelgroßer oder großer Erfolg. Wie hoch ist das Einkommen in den unterschiedlichen Umweltzuständen? Beispielsweise 0 bei Misserfolg, 100.000 € bei mäßigem Erfolg und so weiter. Der Erfolg des Startups könnte auch sich auf die Freude an der Arbeit auswirken. Hier sehen Sie exemplarisch noch weitere Beispiele für Unsicherheitsfaktoren, zum Beispiel Stellenaufstockung oder Betriebsklima. Zusammengefasst könnte das eben so aussehen, wie die Tabelle Ihnen zeigt. Bei einigen Entscheidungen sind einzelne Konsequenzen mit so großer Unsicherheit behaftet, dass es erforderlich ist, dass Sie diese unbedingt explizit berücksichtigen müssen. Daher habe ich Ihnen auch kurz der Vollständigkeit halber diesen Exkurs gezeigt. Berücksichtigen Sie aber bitte Unsicherheit nur, wenn es unbedingt nötig ist. Andernfalls verkomplizieren Sie Ihre Entscheidungen unnötig. Die Erstellung einer solchen Tabelle ist eine Menge Arbeit gewesen. Lohnt sich dieser Aufwand? Vielleicht erinnern Sie sich an den Einstieg das zweite Video. Ich hatte Sie da gefragt, was würden Sie machen, wenn Sie 1 Stunde Zeit hätten, die Welt zu retten? Viele Antworten auf diese Frage spontan. Ich würde so viel Zeit wie möglich für die Lösung des Problems einsetzen. Albert Einstein hingegen würde 55 Minuten investieren, das Problem sauber zu definieren und dann 5, um es zu lösen. Mit einer solchen Tabelle haben Sie genau das gemacht, was Albert Einstein empfiehlt. Sie haben Ihr Problem oder Ihre Entscheidungssituation klar definiert. Dafür haben Sie sichergestellt, dass Sie sich mit der richtigen Entscheidungssituation auseinandersetzen, das war im zweiten Video, dass Sie alle Ihre relevanten Ziele identifiziert haben, das war im dritten Video, dass Sie herausgefunden haben, was am Ende für Sie wirklich zählt, das war im vierten Video, dass Sie keine attraktiven Handlungsoptionen übersehen, das war im 5. Video, und dass Sie mit Hilfe von Messskalen plausibel abgeschätzt haben, inwieweit Sie mit Ihren Handlungsoptionen Ihre Ziele erreichen können. Das haben wir gerade hier in diesem 6. Video gemacht. Welches ist denn jetzt aber die beste Handlungsoption? In den letzten 2 Videos stelle ich Ihnen 2 Ansätze vor. Im 7. Video stelle ich Ihnen eine Methode vor, mit der Sie schrittweise durch einfaches Abwägen Ihre beste Handlungsoption transparent und nachvollziehbar identifizieren können. Und das Ganze ohne irgendwelche rechnerischen Entscheidungsmodelle. Im 8. Video stelle ich Ihnen eine differenzierte Methode vor, aber keine Sorge, deren Anwendung ist gar nicht so schwer. Dafür sorgt das sogenannte Entscheidungsnavi. Das ist eine Software, die mein Kollege von Nietzsche aus Aachen und ich konzipiert haben, die er programmiert und umgesetzt hat mit dem Ziel, genau Menschen in ihrer Situation möglichst gut bei ihrer Entscheidung zu unterstützen. Wie füllen Sie eine solche Ergebnismatrix aus? Gute Frage. Also, zur Antwort. Erarbeiten Sie eine kurze, formlose Beschreibung der Konsequenzen für jede Handlungsoption und jedem Ziel. Entwickeln Sie für jedes Fundamentalziel eine Messskala. Je konkreter die Messskala ist, desto besser. Überführen Sie Ihre im ersten Schritt erstellten Beschreibungen in Wirkprognosen mit Hilfe der Messskalen. Je treffender Ihre Wirkprognosen sind, desto fundierter ist später Ihre Entscheidung. Allerdings reicht häufig zunächst eine grobe Schätzung aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welches die besten Handlungsoptionen sein werden. Wenn Sie das machen, haben Sie Ihre Entscheidung hervorragend definiert.